Schaut euch einmal diese Farbe an. Fast so schwarz wie Kaffee. Und nein, hier ist kein Tropfen Zuckercouleur drin. Das hier sind 40 Jahre pure Eiche. Aber kann man sowas überhaupt noch trinken oder schmeckt das, als würde man auf einem alten Holzbrett kauen? Finden wir es heraus. Hallo Spirituosenfreunde und herzlich willkommen zurück bei Arcot Germany. Heute haben wir einen echten Dinosaurier auf dem Tisch. Ein Vintage Armagnac von der Domaine de Baraillon aus dem Basse Armagnac, der legendäre Jahrgang 1982. Aber wer meine Videos verfolgt, weiß, alte Jahrgänge sind toll, aber am Ende müssen sie auch liefern und die Wahrheit liegt im Glas. Und wer die Domaine de Baraillon noch gar nicht kennt bisher, ich verlinke euch hier oben mal ein altes Review. Dort erzähle ich etwas zu dieser Domaine. Ich habe jetzt auch schon ein paar Reviews zu der Domaine de Baraillon machen dürfen. Schaut dort gerne mal rein, falls ihr da ein paar mehr Informationen haben wollt. Bevor wir uns gleich die Zahlen und Fakten von der Abfüllung anschauen, blicken wir noch ganz kurz einmal auf die Flasche bzw. eben das Design. Es ist das klassische Design von der Domaine de Baraillon, welches ihr vielleicht schon kennt. Und so ist es der Jahrgang 1982, welchen ich euch heute dabei habe. Er wurde 2023 abgefüllt, der Armagnac, also ist um die 41 Jahre alt. Es ist ein Basse Armagnac, natürlich auch eine Originalabfüllung, eine Einzelfassabfüllung. Der Keller bei der Domaine de Baraillon ist überwiegend feucht. Wir haben natürlich keine Zusätze in diesem Armagnac. Er wurde mit 48% abgefüllt, das Ganze in Fassstärke. Wir haben hier die Flaschengröße von 70 cl. Und der Preis für eine Flasche liegt bei 120 €. Und ja, also wie gesagt, es ist ein unglaublich dunkler Farbton hier bei diesem Armagnac. Selten solch einen intensiv dunklen Farbton gehabt. Also natürlich hatte ich auch schon mal solch dunkle Armagnac im Glas, aber so intensiv dunkel sehr, sehr selten. Und es ist ein dunkelbraun, aber für mich hat es auch so gewisse rubinrote Reflexe drin und das macht die Farbe unglaublich spannend, unglaublich interessant, also ein richtig toller Farbton. Und klar, bei so einem dunklen Farbton, man erwartet viele Fassaromen, wenig frische, fruchtige Aromen, eher Trockenfrüchte, vielleicht auch ein paar nussige Aromen. Ranzio, wir schauen mal, was er jetzt hier zeigt und ich bin mal sehr gespannt, ob er dann doch, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, ob sowas dann überhaupt noch schmeckt oder ob es einfach dann zu bitter ist, zu viel vom Fass schon übernommen hat. Bin mal sehr gespannt. Wir fangen mit dem Riechen an. Oh ja, natürlich, klar, er ist trocken, sehr trocken vielleicht sogar. Also das Holz ist schon sehr präsent, aber auf der anderen Seite habe ich auch wunderschön die Trockenfrüchte drin. Also Fass und die Trockenfrüchte hier in Kombination. Wunderschön Rosinen sind da, auch ein bisschen die getrockneten Kirschen sind da, sehr schön. Ja, er hat für mich sogar so eine leichte Sherry-Vibes drin, also irgendwie erinnert er mich so an einen Sherry-Wein. Die dunkle Schokolade kommt dazu, die Nelken, also hier die fast lastigeren Aromen jetzt dabei. Ja, er hat einfach eine wahnsinnige Tiefe, Komplexität, also unendlich diese Tiefe bei diesem Armagnac, Wahnsinn. Sehr schön. Ja, und jetzt kommt auch so ganz leicht ein bisschen die Vanille durch vom Fass. Es kommt so ein bisschen was vom alten Leder durch. Sehr schön. Also die Aromenzusammensetzung ist wirklich sehr schön. Aber natürlich alles mit einem wahnsinns intensiven Antritt. Richtig wuchtig kommt er daher. Also das ist wirklich hier ein Armagnac, ein sehr dominanter Armagnac, ein richtig, ja, Armagnac, der sich nicht zurückhält, der absolut gleich nach vorne prescht und kein Hehl um seine sehr dunkle Farbe hier macht. Ja. Ja, diese dunkle Schokolade, die immer wieder auch so durchscheint, wirklich sehr schön, traumhaft. Ja, dann probieren wir jetzt mal Santé. Wow. Also geschmacklich auch so intensiv, wie ich es mir jetzt schon fast vermutet habe aufgrund der Nase. Richtig die Würzigkeit, der Pfeffer schießt richtig empor. Wow. Ja, da ist definitiv sehr viel Kraft dahinter, unglaublich kraftvoll dieser Armagnac, Wahnsinn. Auch im Geschmack schon trockener, tendenziell. Wieder die richtig intensive Holzwürzigkeit vom Fass ist da. Es ist eben wirklich dieser intensive schwarze Pfeffer. Aber wenn man auch dann gleichzeitig so ein bisschen die Rosinen wieder hat, vielleicht, auch wenn jetzt der Geschmack an sich nicht süß ist, ich habe dennoch so ein bisschen eine leichte Waldhonignote
für mich entdeckt im Geschmack. Aber auch dann hier etwas an der dunklen Schokolade wieder gehabt. Der Tabak kommt jetzt hier im Geschmack sehr schön durch. Ihr habt aber auch im Geschmack so eine ganz leichte Zimtnote noch drin. Also hier ist der Armagnac unglaublich voll und komplex und intensiv. Also wirklich ein richtig satter Armagnac, Wahnsinn. Und es ist auch ein leichtes Ranzio für mich noch da gewesen im Geschmack. Nicht intensiv, aber so ganz leichtes Ranzio war für mich noch da. Und dann geht es in den recht langen Abgang über, der natürlich auch wahnsinnig intensiv ist. Also der Armagnac, wenn man ihn mit einem Wort beschreiben kann, ist es einfach Intensität, wenn man das so möchte. Ja, es ist einfach von der Nase bis zum Finish. Auch jetzt noch, es ist immer noch hier richtiges Espresso-Finish, also kraftvoll hier auch natürlich. Süßholz, Anis, altes Leder, also so richtig die Klischee. Auch Aromen, die man sich von einem solch altgereiften oder sehr fasslastig gereiften Armagnac wünscht oder vorstellt. Es kommen aber auch so ein bisschen doch noch hier auch die getrockneten Kirschen ganz leicht angedeutet zurück nochmal. Nicht mehr so intensiv. Im Abgang ist es wirklich mehr als zurückhaltend, diese Trockenfruchtnote. Also wenn überhaupt vielleicht ein bisschen was an getrockneten Kirschen. Es ist tatsächlich auch so, dass der Armagnac an sich ja schon sehr trocken ist, aber wenn man dann den Armagnac geschluckt hat und kurz ein paar Sekunden wartet, wird es nochmal leicht gefühlt, was trockener hier am Ende. Ja, ein richtiges Holzbrett, dieser Armagnac. Wahnsinn. Ja, jetzt auch hier nochmal die Vanille ein bisschen dominanter als in der Nase. Jetzt war sie gerade richtig intensiv da, die Vanille. Sehr schön. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, für mich war vielleicht auch das Highlight die Nase. Hat mir schon wirklich sehr gut gefallen, die Nase. War für mich zwar auch sehr intensiv und ja, kraftvoll vom Antritt, aber es war hier nochmal ein bisschen besser von der Balance, wie dann im Geschmack und dann im Abgang erst recht. Da war es natürlich nochmal richtig Eiche da, die Eiche rustikal. Und also ja, es ist ein super spannender Armagnac, klar, das muss man mögen, aber ich unterstelle einfach mal, wenn man sich einen Armagnac mit diesem Farbton kauft, das ist ja keine schwarze Flasche, also man sieht, was man bekommt, die Farbe spricht Bände, dann weiß man natürlich auch um die fasslastigen Aromen. Aber ihr braucht euch jetzt auch groß nicht bemühen. Ich habe ihn zum Zeitpunkt, wo ich jetzt das Review vorbereitet habe, den Armagnac nirgends mehr erhältlich gesehen. Also er ist ausverkauft, vielleicht bei der Domaine de Baraillon direkt vor Ort, das weiß ich nicht, aber in Deutschland zumindest mal habe ich ihn nirgends mehr gesehen. Also auch bei Passion for Whisky war er ausverkauft. Also habe ihn auf jeden Fall nicht mehr online irgendwo gefunden, vielleicht mal noch über eine Auktion, aber ja, also wenn man natürlich auf diese intensiven Aromen steht, diesen powervollen Antritt, diese Intensität, wenn man das alles mag, auch wirklich diese Holzwürzigkeit, wenn man sagt, Fruchtigkeit ist gar nicht so meins, ich möchte bei meiner Spirituose oder in dem Fall eben meinem Armagnac richtig die Intensität des Fasses spüren, wenig Fruchtigkeit drin haben, dann ist es natürlich eine absolute Top-Empfehlung. Also dann müsst ihr euch diesen Armagnac oder hättet ihr ihn euch zulegen müssen damals. Wie gesagt, schaut mal irgendwo nach, vielleicht gibt es noch nur irgendwo. Ich habe jetzt nicht das komplette Internet durchforstet, aber ich habe ihn jetzt mal so spontan nirgends mehr gefunden. Und natürlich möchte ich auch nicht vergessen an der Stelle, wir haben jetzt hier einen Armagnac, beziehungsweise ich hatte hier ein Sample von diesem Armagnac, welches mir von meinem treuen Zuschauer Stan Barnes zugeschickt wurde. Stan, nochmal ganz herzlichen Dank für das Zusenden von dem Sample und dass du uns hier gemeinsam an diesem Erlebnis hier teilhaben lässt, ist immer toll. Ich freue mich immer über Zusendungen von eben auch dann sehr besonderen Armagnac und natürlich, wenn sie ausverkauft sind, nochmal etwas spezieller das Ganze. Und wir schauen am Ende noch ganz kurz auf die Punkte. Wir haben hier für die Nase, wie gesagt, für mich so das kleine Highlight bei dem Armagnac mit 23,5 Punkten. Wir haben hier 22,5 für den Geschmack und für den Abgang gebe ich ihm auch nochmal dann 23. Ja, ich fand ihn im Abgang jetzt nicht unbedingt so viel besser wie im Geschmack, also rein mal die zwei miteinander verglichen, aber ich fand irgendwie das Finish schon nochmal einen Ticken interessanter für mich wie der Geschmack, weil im Geschmack war schon die Eiche eben sehr präsent, im Abgang auch, ja, aber irgendwie ist es im Abgang für mich persönlich nochmal so ein Mühe interessanter gewesen, das eben deswegen jetzt einen halben Punkt mehr als im Geschmack und ich gebe ihm nochmal für den Gesamteindruck 23 Punkte. Und dann sind wir am Ende bei 92 Punkten. Ja, ein dennoch sehr hohes Ergebnis, weil ich aber auch wiederum finde,
toll, mal solch ein Produkt auf dem Tisch zu haben. Auch ich mag hin und wieder diese sehr würzigen, holzlastigen Aromen. Ich bin da auch ein sehr großer Fan von. Hier ist es sicherlich so ein bisschen natürlich auch für mich grenzwertig an der Stelle, aber ich finde ihn einfach gesamt gesehen, auch eben für den Preis, den er zumindest damals ja gekostet hat mit seinen 120 €, bekommt man hier so viel. Also es ist wirklich Wahnsinn, unglaublich. Ein richtig tolles Produkt, auch wenn es natürlich vielleicht der Kreis, der jetzt einen solchen Armagnac mag, sicherlich kleiner ist, aber also ich fand es eine unglaublich spannende Erfahrung, mir hat es unglaublich gut gefallen und natürlich es ist jetzt kein Daily Drinking Armagnac, definitiv nicht, dafür ist er zu intensiv, zu wuchtig, aber ich finde, also ich könnte ihn mir sehr, sehr gut zur Winterzeit vorstellen, wenn es mal draußen richtig schön kalt ist und man kommt nach Hause und hat vielleicht noch den Kamin an, im besten Fall, und dann schenkt man sich einen solchen Armagnac ein, vielleicht auch ein bisschen zum Aufwärmen einfach, dann ist es, ja, also eine ganz tolle Vorstellung. Und auf die Anfangsfrage noch zurückzukommen, er ist intensiv, aber er ist jetzt nicht so, dass ich sage, man kann ihn nicht trinken, mit 92 Punkten natürlich nicht, dafür ist er zu hoch vom Ergebnis her jetzt, aber es ist, wie gesagt, schon ein Armagnac definitiv für Liebhaber dieser sehr fasslastigen Aromen. Wir sind am Ende angekommen und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schaut mal nach, von der Domaine de Barillon gibt es ja unzählige Armagnac, auch immer wieder etwas dunklere. Also da gibt es eine riesen Bandbreite, die haben ja unglaublich viele Jahrgänge. Da ist, glaube ich, auch für jeden Geschmack was dabei. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Review. Macht's gut. Tschüss.